Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer, und heute werde ich dir anhand meiner B-Tuba mal zeigen, wie man eine Tuba sauber macht. Denn ich habe so ein paar Probleme damit. Die Ventile laufen alle nicht so hundertprozentig gut. Naja, jetzt geht's gerade. Und meine Züge laufen auch nicht ganz so rund, wie sie laufen sollen. Denn letztens habe ich gespielt an einem Auftritt, wo die ganze Zeit vom Grill der Rauch rübergeweht ist. Das hat sich natürlich hier schön auf das Öl auf den Ventilen, auf den Ventilzügen draufgesetzt, und seitdem macht's Krach, wenn man die benutzt. Schleifen sich die Züge von innen ab. Das ist nicht schön, deswegen mache ich heute die Tuba sauber. Du kannst mir dabei zugucken, wirst dann erfahren, wie das funktioniert. Und ich halte das Video kurz an, gehe ins Bad und wir sehen uns wieder vor der Badewanne. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier in der Badewanne angekommen und ich kämpfe mich hier zwischen meinen Lichtern durch. Was brauchen wir? Also wir brauchen eine Badewanne oder was Ähnliches, und dann brauchen wir Küchenpapier. Das ist erstmal wichtig. Ja, hier die Holzklammer kommt mal ab, die brauchen wir nicht. Und jetzt fangen wir erstmal an und machen die einzelnen Züge raus und von außen zumindest schon mal sauber. Ich fange hier mit dem ersten an. Ja, dann geht man einfach mit dem Küchentuch mal ordentlich drüber. Man kann auch tatsächlich ein bisschen Metallpolitur nehmen und die Züge mit Metallpolitur ein bisschen ja, einfach mal drüber polieren, dann sind die nicht mehr so dunkel wie jetzt die hier. Aber Hauptsache, sie sind erstmal sauber, sodass man, wenn man drüber fährt, dass man nichts mehr spürt. So, erster Zug. Dann haben wir hier den dritten Zug. So. Schon eins verbraucht. Nehmen wir ein neues Papier. Den zweiten Zug. Das, was ich jetzt gerade mache, muss man übrigens nicht zwingend in der Badewanne machen, sondern das kann man natürlich auch woanders machen, dann ist es nicht so stressig. Und den vierten Zug ziehen wir hier unten noch raus. Da ist er. Alle Züge schön vom Fett befreien. Einer fehlt noch, nämlich der Hauptstimmzug. Ja, der ist bei mir gut gefettet. Da ist dieses dicke Öl drauf von Hetman. Zum Thema Öle habe ich auch schon ein Video gemacht. Siehst du jetzt an dieser Stelle oben verlinkt. Da kannst du dir auch angucken, welche Öle du für welche Stellen am Instrument benutzen solltest. Da gibt es nämlich tatsächlich Unterschiede, und in dem Video erfährst du auch, warum ich die Öle von Hetman eben empfehle. So, jetzt haben wir die Züge erstmal alle rausgemacht. Das heißt, das Instrument ist quasi freigelegt. Und jetzt kommt der Grund, warum wir uns an der Badewanne befinden. Und zwar nehmen wir jetzt die Brause, schrauben aber die Brause ab, die brauchen wir nämlich nicht, sondern wir brauchen den Schlauch. Und den Schlauch können wir an verschiedenen Stellen anschließen. Erstmal gucken wir, dass wir lauwarmes Wasser kriegen. So kalt. Warum lauwarmes? Also ganz heißes ist sicherlich nicht besonders gut fürs Material, aber mit kaltem Wasser kriegt man überhaupt kein Fett weg. Deswegen nehme ich so lauwarmes, oder ja, das ist schon fast ein bisschen heiß. Ja, da ruhig ein bisschen Druck drauf. So, jetzt schließe ich es einfach mal hier unten am Ende des Mundrohrs quasi an. Das Mundrohr geht ja von hier durch die Maschine durch und hier ist dann der Stimmzug. Hier schließe ich es jetzt an, beziehungsweise hängt einfach mal rein. So, jetzt läuft sie vorne raus aus dem Mundrohr. Es kommen aber keine Brocken oder so. Das heißt, seit dem letzten Mal, dass ich es sauber gemacht habe, habe ich wohl nicht so viel Currywurst gegessen. Und jetzt gehen wir damit einfach mal die Ventile durch. Ich fange an mit dem vierten Ventil. So, jetzt kommt das Wasser da unten raus. Einfach mal durchspülen. Dann nehmen wir das dritte Ventil, kommt es da oben raus. Einfach mal durchspülen. Dann kommt das zweite Ventil.
Und das erste Ventil. Damit sind die Ventile jetzt zumindest alle von einer Seite einmal durchgespült, die Ventilzüge. Und jetzt schließen wir den Schlauch, hoffentlich mache ich mich jetzt nicht nass, an das Mundrohr an. So, da geht's schon los. So, kommt da unten aus dem Hauptstimmzug raus. Und jetzt gehe ich die Ventile noch einmal durch. Aus dem Grund, damit eben die Ventilzüge auch auf der anderen Seite durchgegangen sind. Eben war es ja so, dass wenn es hier unten reingegangen ist, dann kam es zum Beispiel bei dem mittleren nur da raus. Jetzt kommt es eben auf der Seite raus, dass wir die andere Seite auch durchspülen. So, einmal. Das ist das zweite Ventil. Machen wir das erste Ventil. Dann machen wir das dritte Ventil. Und das vierte. So, das ist das Wichtigste. Wir können natürlich den Rest auch noch mal ein bisschen durchspülen. Einfach mal hier reinhalten, dass die ganze Tuba sich einmal mit Wasser komplett füllt. Müssen wir nachher ein paar Mal rumdrehen, damit das ganze Wasser wieder rausgeht. Und was wir jetzt natürlich auch noch machen können, ist die Ventile noch einmal von den Vorderseiten hier durchspülen. Fangen wir mal an mit dem ersten. Einmal so rum, da kommt es jetzt aus dem Stimmzug wieder raus. Einmal so rum, da kommt es aus dem Mundrohr. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr Druck, wenn wir von der Seite dran gehen. Dann an der zweites Ventil. Einmal so und einmal so. Drittes Ventil, einmal so und einmal so. Wichtig ist dabei immer, dass man das Ventil gedrückt hält, sonst schießt das Wasser einfach wieder zurück. Und dann noch das vierte Ventil, einmal so und einmal so. So, was wir jetzt natürlich noch machen können, das kannst du aber genauso gut am Waschbecken machen, ist die Züge einmal durchspülen. So, den Hauptstimmzug noch. Und als letztes den vierten Zug. So, haben wir genug mit Wasser gespült. Das Instrument ist an sich jetzt innen drin ziemlich sauber. Man kann sicherlich auch noch mit irgendwelchen Spezialgeräten, mit Bürsten da durch die ganzen Rohre durch. Die Frage ist, ob das nötig ist. Was aber allerdings nötig ist, wenn du das jetzt so komplett durchgespült hast, dann hängt da jetzt überall Wasser drin, das Fett ist rausgespült, dass du danach die Ventile alle ölst. Am besten du drehst sie hinten auf, gehst hinten einmal dran und dann machst du einfach hier noch ein bisschen Öl rein, denn sonst laufen deine Ventile bald nicht mehr rund. Genau. Dann trocknest du einfach alles ab und wenn du alles abgetrocknet hast, dann fettest du auch die Ventilzüge wieder ein, beziehungsweise benutzt eben die entsprechenden Öle, steckst das wieder in die Tuba rein und dann war das alles. Und tatsächlich ist es so, dass du, wenn du ein lackiertes Instrument hast, so wie das hier, kannst du mit ein bisschen Spüliwasser, kannst du außen alles sauber machen. Es gibt auch Lackpolitur, damit bringst du noch mal ein bisschen auf Hochglanz. Und wenn du ein unlackiertes Instrument hast, dann gibt es dafür eben spezielle Metallpolitur, die man eben auch zum Beispiel für diese Messing-Innenzüge benutzen kann, aber auch für andere. Wenn man Neusilberzüge hat, kann man die genauso innen drin mit Metallpolitur polieren. Ja, das war's schon zum Thema, wie mache ich meine Tuba sauber. Spannend wird es dann immer, das Wasser, was jetzt hier überall drin hängt, wieder rauszukriegen. Ja, da kommt nämlich ordentlich was. Da muss ich das Instrument jetzt gleich noch ein paar Mal drehen. Dafür baue ich jetzt allerdings erst hier ab. Sonst kriege ich das nicht auf die Reihe. Und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Tuba putzen und tschüss.